Grüßt euch Freunde, schön dass ihr da seid. Ich begrüße euch heute aus dem schönen Winterwald. Feine Sache der Schnee. Ich hoffe mal, euch geht's gut und ihr habt es schön warm. Holt euch eine Tasse Tee oder Kaffee. Heute stelle ich euch meine Bushcraft Outdoor Top 10 Liste vor. Schön peu à peu, eins nach dem anderen. Schön in Ruhe, gemütlich, so muss es sein. Die Gegenstände und alles verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, da könnt ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Da ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal was dabei. Okay, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit der 1. Die Behausung, Unterschlupf, Wetterschutz, Sonnenschutz, was auch immer. Habe ich mir ausgesucht von MFH. Ist extrem. Tarp, 3 auf 3 Meter, 4 Abspannpunkte außen, einen in der Mitte. Extrem robust, wiegt ungefähr 1 Kilo, also für die Leichtfraktionen wird es nichts sein. Aber es ist halt brutal robustes Teil. Ich habe es hier in M05, eigentlich mein Lieblingstarnmuster. Es gibt es aber auch noch in zig verschiedene anderen Farben, in Oliv, in Flecktarn, in Coyote, in den M95 Tschechentarn, glaube ich, heißt der, ja. Ich habe letzte Woche mal nachgeschaut, für 42 € ohne Versand kriegt er das. Auf jeden Fall gehört es für mich zu den Top 10 Ausrüstungsgegenständen für mich. Ausrüstungsgegenstand Nummer 2, der Raketenofen von Fox Outdoor, gehört auch zu MFH, wenn mich nicht alles täuscht. Wiegt auch so 1 Kilo ungefähr. Braucht sich auf jeden Fall, finde ich, jetzt vor der Bushbox nicht verstecken. Kostet 22 € das Teil. Hat die Maß auf der Vorder- oder Rückseite. Habt ihr dann noch eine kleine Luke. Und da könnt ihr dann entweder eure Hölzer länger lassen und sie so befeuern, dass sie bis hierhin oder hierhin rausschauen. Oder ihr macht es wie ich, ihr stellt eure Tasse hier drauf, wenn das Feuer brennt, zum Wärmen. Wenn ihr Tee, Kaffee, Suppe oder was auch immer habt, dann bleibt es sehr schön warm. Ich habe die jetzt ein bisschen länger als ein Jahr, den Raketenofen. Bin brutal zufrieden. Klar verzieht es sich, aber kann man wieder ausbiegen. Macht die Bushbox auch halb so wild. Und die kostet, wie gesagt, nur, keine Ahnung. Ihr werdet euch 5 kaufen können, wenn ihr euch zwischen der und der Bushbox XL entscheiden müsst. Zufrieden. Klar verzieht es sich, aber kann man wieder ausbiegen. Macht die Bushbox auch halb so wild. Und die kostet, wie gesagt, nur, keine Ahnung. Ihr werdet euch 5 kaufen können, wenn ihr euch zwischen der und der Bushbox XL entscheiden müsst. Nummer 3 ist der Notkocher, der M71 von der Schweizer Armee. Ich liebe das Teil. Ich habe es eigentlich fast auf jeder Tour dabei. Ob es jetzt im Sommer, Winter, Herbst, Frühling ist, ganz egal. Das Ding wird mit Brennpaste befüllt und so könnt ihr euch ganz einfach euer Essen oder Getränk erhitzen. Da ist noch so ein Topfständer dabei, oder Becherständer. Den setzt man hier oben auf. Und dann stellt eure Tasse oder Topf drauf und dann geht's los. Es ist gut, dass der jetzt heraus ist, weil ich ziehe mir gleich mal eine Tasse Kaffee. Auf eBay kriegt ihr den für 10 bis 12 €. Und wieso habe ich mich für den entschieden? Ich bin Fan von Brennpaste. Ich benutze zwar auch die Spiritusbrenner, aber ich mag die Brennpaste viel lieber.
Wenn euch das Ding mal umkippt, steht nicht gleich alles sofort in Flammen. Wie beim Spiritus, der ja richtig flüssig ist, und die Brennpaste ist ja relativ zäh. Und von daher habe ich mich für den entschieden. Klar könnt ihr auch Brennpaste in Spiritusbrenner füllen, aber das klappt scheiße. Das spreche ich aus Erfahrung. Nummer 4 ist von Uco, die Tee- oder Windlichtlaterne genannt. Hier in der Farbe grün, die gibt es noch in rot. Da kriegt ihr insgesamt 4 Teelichter rein. Eins unten in der Halterung, wo es dann anbrennt, und nochmal 3 extra. Die habe ich auf jeden Overnighter dabei, egal ob Sommer, Winter, Herbst oder was auch immer. Die ist immer dabei. Die ist klein, leicht verstaut und bringt halt ein richtig schönes Ambiente rein ins Lager. Das ist ein schönes, warmes Licht. Das darf, finde ich, nicht fehlen zu einer gemütlichen Stimmung. Für 26 € kriegt ihr die. Die ist auf jeden Fall wert. Nummer 5 ist der Teekessel von GSI Outdoors. Noch das ältere Modell. Das neuere gefällt mir nicht so wegen dem Griff. Der ist ja irgendwie so kantig. Die Hülle oder Tasche, die habe ich mir von Etsy bestellt. Die kann ich euch auch mal unten verlinken. Das ist ein schöner Beutel in einer schönen Farbe. Der ist aus Edelstahl. Hab da 1 Liter Platz drin. Ich habe mir da gleich noch mal 2 Meter Paracord mit dem Karabiner in die Tasche reingelegt. Dann kann ich das gleich aufhängen. Den Platz im Teekessel nutze ich natürlich auch. Da habe ich mir jetzt so ein Bundeswehr-Taschentuch reingelegt, dass das Zeug da drin nicht so rumklimpert. Da tue ich immer mein Kaffeepulver oder eine Essensdose rein, was auch immer. Ja, der sieht halt mega geil aus, wenn ihr den im Lager über ein Dreibein hängen habt. Und was auch geil ist, ihr verbrennt euch nicht den Mund. Das ist mir nämlich schon oft passiert, wenn ich mir jetzt so eine Tasse oder Becher erhitze und ich dann trinke, habe ich mir schon oft die Lippen verbrannt, und ja, das könnt ihr meiden mit so einem Teekessel. Nummer 6 ist von Helikon-Tex, der Woodsman Anorak. Den habe ich jetzt schon 3,5 Jahre auf jeden Fall. Ich liebe die Jacke, ist eigentlich fast meine Lieblingsjacke oder eine meiner Lieblingsjacken, sagen wir es mal so. Die ist brutal robust, ist funkenbeständig. Das Gewebe hier vorne ist Dura Canvas und auf dem Rücken, auf der Rückseite ist Storm Stretch verarbeitet, ist flexibel und hilft leicht beim Rucksacktragen, wenn es wärmer wird, dass man nicht so schnell schwitzt. Der einzige Nachteil von der Jacke ist, die ist nicht so regenbeständig. So eine Stunde hat sie durchgehalten, wo ich sie mal gewachst habe, aber an den Seiten habt ihr ja einmal einen Reißverschluss, der geht von unten bis hier oben. Ich mache sie zum Anziehen immer komplett auf, die Reißverschlüsse. Da kommt ihr dann besser rein und könnt es halt auch von oben nach unten aufmachen zur Be- und Entlüftung. Und hier vorne habt ihr nochmal eine schöne große Känguru-Tasche mit so einem Schlüsselclip dran und so ein leichtes Organizer-System, wo ihr Zeug hier so reinstecken könnt. Ich kann die Jacke nur weiterempfehlen und machen wir weiter. Nummer 7, der Sabota Kahaka 25. Das Hauptfach von dem Rucksack sind 25 Liter. Die Seitentaschen hier zum Ausklappen hat eine jeweils Nummer 3 Liter. Hier vorne ein schön großes Patchpad, Klettpad. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem Cult of Savada Patch. Hier vorne Shockcord. Und unten nochmal ein Riemen, wo ihr
Kleinigkeiten anbringen können. Wer so, wo der Kind weiß, dass die Dinge brutal robust sind, der besteht aus einem 1000 Dekodure und einem 500 Dekodure. Er wiegt so 1,3 Kilo, aber wie gesagt, brutal robust die Dinge. Hinten habt ihr nochmal so ein kleines Deckelfach, auch schön groß für eigentlich. Das Tragesystem ist ziemlich schlicht gehalten, aber perfekt für die Größe vom Rucksack. Mit einem Brustgurt und zur Bauchfixierung, was ich aber nie nutze, habt ihr nochmal hier eine Schnalle und Gurt, das halt nicht hin und her baumelt beim Laufen. Hier in dem Einschubfach ist normal so ein 1 cm dicke Schaumstoffmatte drin als Stabilisierung, Sitzkissen und Durchstichschutz oder so. Aber ich habe mir gleich das Sitting Pad heißt es, mitbestellt von Savotta. Es passt hier hinten perfekt rein. Und da habe ich immer ein geiles Sitzkissen dabei. Das ist der Rucksack, den ich dieses Jahr am meisten rumgezerrt habe. Und deswegen ist er jetzt in der Top 10 Liste dabei von Spätherbst, Sommer, Anfang Frühling. Schaffe ich es mit dem noch, einen Overnighter zu machen, aber so Winter keine Chance, weil ich immer so viel Geraffel mitschleppe. Und wer noch nicht die Werbeproduktvideos von Savotta kennt, guckt es euch mal an auf YouTube. Mega geil. Nummer 8 ist ein Messer, ein Werkzeug für uns Bushcrafter, Outdoor-Enthusiasten hier draußen. Da haben wir das Hultafors OK4. Ich liebe es einfach. Ich habe es jetzt schon 5 Jahre im Besitz. Und ja, hier außen habt ihr einen Halter für den Feuerstahl. Hier hinten eine Gürtelschlaufe. Und dann, um es an der Arbeitshose zu befestigen, habt ihr hier nochmal eine Halterung für einen Knopf. Das schiebt ihr dann hier an der Seite durch. Die Hosen von Snickers, die Arbeitshosen von Snickers haben das. Da hatte ich es immer dran. Ja. Kleines Drainageloch, das Wasser abläuft, wenn es regnet. Die Klinge ist aus Carbonstahl und hat eine Tauchlackierung dran, dass es nicht rostet. Aber ja, mit Rost hatte ich bis jetzt auch noch keine Probleme, da wo die Beschichtung ab ist, weil nach jeder Tour öle ich mein Messer immer ein mit Ballistol. Und ja, der Griff richtig schön gummiert, wenn es regnet, keine Probleme bis jetzt gehabt, dass mir das aus der Hand gerutscht ist oder was auch immer. Die Klinge ist jetzt kein Fulltang, also der Stahl geht nicht komplett bis hinten durch, sondern ist, schätze ich mal, reingeklebt. Die meisten machen das dann so, dass der Stahl dann hier schmal wird und wird dann in den Griff geklebt. Aber wenn er das Messer ordentlich behandelt, nicht hebelt oder keine Ahnung, es als Leiter benutzt, was auch immer, dann hält es auch. Ich liebe das Messer, eins von meinen Lieblingsmessern. Ja, das war die Nummer 8. Nummer 9 ist noch ein Werkzeug, und zwar eine Säge von Silky. Die Silky Gomboy in der 270er Version, also 27 cm Sägeblattlänge, und da ist ein 10er Sägeblatt drauf. Das heißt, alle 3 cm sind 10 Sägezähne dran. Ich hatte damals die Wahl zwischen der Gomboy und der Big Boy. Und da habe ich mich einfach für die Gomboy in der 270er Version entschieden, weil es ein geiles Mittelmaß ist. Die gibt es ja noch in der 240er Version. Und ja, eigentlich die beste Säge, die ich kenne. Ich hatte davor schon 2 andere günstigere Sägen und die waren kompletter Müll. Die waren Da habe ich mir damals zu Weihnachten die
Gombo hier gewünscht. Das ist eine Zugsäge, also die sägt auf Zug. Sieht man auch schon an der Anordnung, die Sägezähne gehen leicht nach hinten. Ja, geiles Teil. Ich werde mal ein 8er Sägeblatt draufschmeißen, weil ich denke, da komme ich dann schneller durch das weiche Holz durch, wo wir hier haben. Einen leichten Wurf hat es schon. Also ein bisschen aufpassen muss man beim Sägen, sonst knickt sie um, aber ist nicht so wild. Die funktioniert. Die Nummer 10 ist, wer hätte es gedacht, wieder ein Savotter Produkt. Ich finde die Firma halt mega. Das ist die Savotter Kukaru. Die ist im M05 Tarnmuster. Besteht aus einem 500D Cordura-Gewebe und mit dem Savotter Happy Patch drauf. Der Muster drauf, der gehört da drauf. Das seht ihr ja schon allein von der Form, dass es da drauf gehört. Nee. Ja, das ist sozusagen mein Outdoor Bushcraft EDC. EDC heißt Everyday Carry, also was man jeden Tag benutzt oder mit sich schleppt. Hauptsächlich benutze ich die Tasche für verschiedenes. Powerbank, hier habe ich einen Karabiner dran. Hier unten habt ihr nochmal was. Ich habe hier einen taktischen Kugelschreiber, den man auch als Glasbrecher oder Kubotan benutzen kann. Drin hat sie auch ein schönes Organizer-System. Und ja, habe ich eine Powerbank drin, Leatherman, meine Kopflampe, so ein kleines Fernglas, bisschen Geld, Taschentücher halt, so was man sonst so braucht, ne? Und sonst, wenn ich YouTube-mäßig draußen bin, halt mein Mikrofon, Akkus und so ein Zeug. Es war auch ein Weihnachtsgeschenk, letztes Jahr Weihnachten habe ich die bekommen und ich liebe die Tasche. So Freunde, das war sie, meine Outdoor Bushcraft Top 10 Liste. Das ist jetzt nicht so, dass die Nummer 1 oder die Nummer 10 das Equipment ist, wo ich am meisten feiere. Nee, das waren die 10 Gegenstände oder Klamotten oder so, wo ich dieses Jahr halt am meisten genutzt habe. Und da habe ich halt aus den ganzen Sachen, wo ich habe, eine Top 10 gemacht. Und ja, ich finde das Format oder die Videoart ziemlich geil. Sowas glotze ich mir immer gern an, was andere halt an Ausrüstung dabei haben. Da gucke ich mir gern Sachen ab und viel. Und ja, vorhin schon erwähnt, ist ja bald Weihnachten. Vielleicht sucht ihr noch jemand was. Oder auch so unterm Jahr. Man kann immer Gear gebrauchen. Ich bin ein Gear-Junkie und von euch auch genug, das weiß ich. Und ja, dann wünsche ich euch noch was, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, drückt ein Abo rein, dass ich vorankomme. Dann danke ich euch schon mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ihr seid die Besten.